Hier haben wir wieder ein weiteres Testvideo zu dem Tischprojekt. Heute dreht es sich wieder um die Beleuchtung. Und zwar habe ich die Beleuchtung jetzt komplett verkabelt am Hardware-Modul, was wir jetzt halt vor uns haben. Also da sehen wir jetzt schon die Türmchen, die verbaut sind auf dem Hardware-Modul. Die ganz großen Wafer haben wir hier. Genau, und hier sind noch die kleineren Seitenbeleuchtungen. Das Ganze läuft jetzt halt auch über ein 12 Volt Labornetzteil. Also es wird jetzt nicht mehr getrennt oder sowas. Sämtliche Spannungswandler sind jetzt am Hardware-Modul hier verkabelt und verbaut. Wahrscheinlich werdet ihr das im Worklog auch sehen. Genau. So, und dann werden wir mal Gas geben. Dann sollte die Initialisierung ja starten. Genau. Hier auch wieder, das sieht rechts unten, ich kann hier nichts verstellen aktuell, solange die Initialisierung läuft. So, wir sind durch. Dann also Test. Wir können das blaue Licht also erhellen oder auch ausschalten. Okay. Dann die Turmbeleuchtung, die indirekte, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, muss ich sagen. Okay. Dann haben wir die Seitenbeleuchtung mit den weißen LEDs, die dann zu den Seiten hin abstrahlt. Und dann haben wir noch die Wafer, die dann richtig extremes Licht machen. Okay. Alles zusammen, auch kein Thema. Gesamt verbraucht alles jetzt knapp 1 Ampere bei 12 Volt, also ca. 12 Watt. Das ist jetzt halt an sich kein Thema für diese ganze massive Beleuchtung. Jawohl, alles klar.